Hallo meine Lieben, ich nehme euch mal wieder ein bisschen mit durch unsere Woche. Ja, ich bin schon unterwegs, ich bin nämlich los, ich hatte einen Zahnarzttermin. Es ist übrigens Mittwoch, die Kinder machen Homeschooling zu Hause, diesmal mit Papa. Ich hoffe, er wird es überleben. Ich weiß nicht, sind eure Männer auch so ungeduldig? Ich weiß nicht, die Männer tun sich da, glaube ich, ein bisschen immer schwerer als wir Mütter. Habe ich das Gefühl? Vielleicht irre ich mich. Könnt ihr mir ja gerne sagen. Ja, auf jeden Fall nutze ich die Zeit, wenn ich schon raus musste, weil ich einen Termin habe. Trödel ich sehr gerne. Spaß. Nee, ich tue jetzt erstmal einkaufen. Ich muss ein paar frische Sachen einkaufen und ich muss noch den Kindern ein paar Sachen besorgen. Ich habe die extra gefragt. Ich brauche nämlich noch ein paar Schulsachen. Was habe ich mir denn hier notiert? Ich hoffe, ich bekomme die. Ich glaube, wo kaufe ich denn die immer? Ich glaube, es müsste ja offen sein. Tippex brauchen die. Die brauchen karierte Ringblöcke und linierte Ringblöcke, Schnellhefter, ja, Anspitzer, Radiergummi, so Sachen, die immer so schnell alle gern gehen. Ja, die besorge ich jetzt und tue einkaufen und dann geht es nach Hause und dann geht es weiter. Also eigentlich, aktuell sieht der Tag ja relativ gleich aus, ne? Falls ihr so unseren Tagesablauf mit Homeschooling noch nicht gesehen habt. Das Video ist da, kann ich euch gerne in die Infobox nochmal verlinken. Ja, also ich gehe jetzt einkaufen und genau. Das ist jetzt so ein kleiner Mini-Einkauf, so ein paar frisches Gemüse und frisches Obst. Ich gehe noch woanders hin, in den türkischen Laden und ich habe ja auch sehr viel auch auf Vorrat in meinem Speisekammer. Deswegen immer nur so frische Sachen. Ihr seht, ganz viel Banane ist halt täglich so eine Banane mal 8 oder 10. Ihr seht, hier geht schnell alle. Also wie gesagt, nur ein paar frische Sachen und ich schaue noch weiter. Und ja. Ich habe übrigens eingekauft, ne? Und jetzt machen die Kinder noch ein bisschen, ja, Cookies akzeptieren. Und ich mache gleich das Abendessen. Ich mache heute Dolma, das ist ein türkisches Gericht, das sind so gefüllte Paprikas, aber die schmecken auch so anders als normale Paprika. Also das sind so extra, ja, türkische Paprika steht ja auch. Runde Dolma, ja, türkische Paprika. Auf jeden Fall, normalerweise ist die Füllung mit Reis und Hackfleisch. Ich mache sie aber vegan. Ich mache meine Lieblingsfüllung, die ich immer für alles so benutze an Ersatz. Zum Beispiel so, wenn es um Hackfleisch und so geht. Ich mache immer meine Quinoa-Beluga-Linsenmischung. Ich zeige das euch gleich. Also wer sich gerne vegan ernährt oder gesund oder auch mal was anderes ausprobieren will, empfehle ich euch diese Mischung auf jeden Fall. Deswegen werden die Paprikas damit befüllt. Gleich, aber erstmal muss ich dem Kind hier das aufmachen. So, einloggen. Gut, ich habe hier schon mal meine Beluga-Linsen im Reiskocher. Auch praktisch. Wir haben die ganze Zeit mit Menem wollten wir einen Reiskocher haben. Gerade auch so, weil ich oft mir so gerne Vollkornreis mache oder andere Sachen oder eben so, ne? Dann fehlt mir ganz oft ein Platz entweder auf dem Herd oder ja, auch der Vollkornreis kocht sich ein bisschen schwerer als der weiße. Deswegen finde ich das richtig gut. Habe ich mir auch von Koro. Ihr wisst ja, ich bin ein ganz großer Koro-Fan geworden. Da gibt es alles und sogar letztens, als ich geshoppt habe und so, ne, hauptsächlich kaufe ich ja da Lebensmittel, habe ich gesehen, dass sie einen Reiskocher haben. Habe ich gleich eben bestellt und der ist richtig gut. Und obwohl der so klein ist, ne, mit seinen 1,5 Liter nimmt er, reicht es für uns vollkommen. Also ich mache dann für uns so eine Portion Reis da drin, reicht dann für alle. Also das ist schon praktisch. Also hier eine kleine Empfehlung. Da habe ich jetzt nämlich die Beluga-Linsen drin gemacht. Den Quinoa koche ich im Topf, weil da mache ich auch schon vorher die Zwiebeln und Paprika und so anbraten. Aber ja. So, das sind die Zutaten, die ich für meine Füllung benutze. Und zwar einmal Quinoa. Ich liebe am meisten den dreifarbigen. Das ist schon so gemischt, also weißer, schwarzer und roter Quinoa. Die Beluga-Linsen kochen ja schon, die sehen so aus, das sind so schwarze kleine, so sehen die aus, genau. So, dann Tomate, Zwiebel, Knoblauch und ich mache noch ein bisschen von der Spitzpaprika noch mit rein, muss aber nicht. Und Petersilie kommt auch noch zum Schluss rein, genau, das ist die Füllung, die ich für Bolognese benutze, für Lasagne, also für ganz viele Sachen. Richtig lecker und sehr deftig, so mit Gemüse gemischt oder mit Auberginen geschichtet. Super lecker. So sieht jetzt meine vegane Füllung aus. Ich habe vergessen, ich habe auch noch Tomaten und Paprikamark auch noch dazu gegeben und das Ganze schön gewürzt. Ihr könnt da selber entscheiden, ob ihr mehr Beluga-Linsen oder mehr Quinoa haben wollt.
Ich habe eigentlich relativ viele Beluga-Linsen drin, aber es schmeckt einfach so lecker. Und ich mache immer mehr. Kann ich das auch noch die nächsten Tage noch für irgendein anderes Gericht benutzen. Genau, aber jetzt füllen wir erstmal die Dolmas, also diese Paprika. Jetzt kommt die Füllung da rein. Und dann wird das Ganze mit einem Tomatendeckel voll machen. So, und Nummer uno ist fertig. So sieht jetzt die gefüllte Paprika aus. Die ist doch ganz schön rausgequollen. Also beim nächsten Mal mache ich die dann doch ein bisschen weniger. So, ein bisschen Soße noch mit drauf. Und so sieht das jetzt aus. Lecker, lecker, lecker. Dazu gibt es noch Reis. Suppe hatten wir. Ja. Sultanım, Hasan Sabbah geliyor. Buyur sultanım. Buyur sultanım. Emredersin sultanım. Hasan Sabbah, ne işler çeviriyorsun sen? Hiç. Şekil. So, wir machen mit Meryem wieder Sushi. Und zwar hat Meryem das letzte Mal gemacht und sie hat das so super gemacht. Heute versuche ich auch mal zu rollen. Ne? Letztes Mal habe ich gar nicht die Sushi-Rollen gerollt, sondern nur Meryem. Sie hat das so super gemacht. Und zwar machen wir California Rolls. Ich sage euch mal, mit was wir die befüllen. Wir machen Avocado, Gurke und Thunfisch. Also nicht alles zusammen, ich zeige euch gleich. Also wir haben hier einfach Thunfisch in eigenem Saft und da kommt jetzt Mayo, Zitronensaft, Salz, Pfeffer. Mehr nicht, das wird so vermischt. Das machen wir einmal mit der Gurke zusammen und einmal machen wir Avocado und Gurke und schauen wir, ob wir vielleicht noch Räucherlachs noch mit reinmachen. Mal gucken, aber das sind so die das schmeckt uns halt am besten. Also das mit dem Thunfisch schmeckt uns am besten und mit Avocado, Gurke eben. Und ja, außen machen wir Röstzwiebel, Schnittlauch und ja, später zum Dippen machen wir Soße. Das ist auch aus Mayo. Das ist jetzt nochmal so eine extra, so eine koreanische Mayo. Und der japanische, oh, Entschuldigung, ja, korrigiere mich, wenn ich was falsch sage. Du bist hier die Expertin, die große hier, die ich nur so teilweise zeige, weil sie das nicht möchte. Hier, man hat ein Stück Nase gesehen. So, und wie heißt die nochmal? Sriracha? Ich spreche es immer falsch aus, Meryem. Korrigiere mich. Ich kann sagen, wie wirklich aussprechen. Okay, also die scharfe Sriracha. Sriracha. Was? Sriracha? Oh mein Gott, Anni. Warte, da steht aber Sriracha. Sriracha. Okay, also Sriracha mit japanischer Mayo. Das ist unser Dip. Das schmeckt so lecker. Wie gesagt, zeigen wir euch, das mache ich jetzt noch fertig. Sie schneidet noch die Gurke zu Ende. Da haben wir eben die Algenblätter, die Nori-Blätter, genau. Und Röstzwiebel eben, habe ich schon gesagt, für außen. Und hier kocht gerade der Sushi-Reis. Ja, und wenn wir alles vorbereitet haben, angefangen haben zu rollen, dann geht's weiter. Ich zeige euch mal kurz, wie Meryem hier das Sushi macht. Jetzt haben wir einen Teil verpasst. Ich habe hier, die ersten zwei habe ich gemacht, das sind meine. Also hier haben wir einmal die mit Thunfisch und Gurke. So sehen die aus. Und mit Schnittlauch außenrum. Die haben außenrum Röstzwiebel und sind mit Avocado und Gurke. So sehen die aus. Und das ist die Soße dazu. Schmeckt dann nochmal besonders lecker. Ja, hier ist der Thunfisch. Und jetzt, machst du jetzt wieder Schnittlauch? Ja. Zeigen wir mal die Technik. Hier ist die Bambusmatte und normalerweise macht man die ja in Frischhaltefolie. Wir haben aber einen Trick gesehen und zwar in diesem Frischhaltebeutel. So rutscht das nicht hin und her. Da muss man auch die ganze Zeit immer so die Finger anfeuchten. Ne? Und die Algenblätter hat sie einmal auch durchgeschnitten. Also ein ganzes ist doppelt so lang. Wir haben in der Hälfte einmal durchgeschnitten. Jetzt wird das umgedreht. Das sind ja California Rolls. Das heißt, das Algenblatt ist nicht außen, sondern innen. Dann Gurke. Am besten gleich die Gurke eben so zurechtschneiden, so lang wie das Algenblatt ist. Damit das halt nicht so rausguckt. Jetzt kommt Thunfisch. Jetzt, oh Gott, jetzt Vorführeffekt. Das Einrollen, das ist ja so ein bisschen das Schwierigste, also das Einschlagen. Aber das haben wir so mittlerweile so ein bisschen gut drauf.
Na, siehste. Super. Geht doch. Schön festziehen. Und da haben wir die fertige Sushi-Rolle. Es ist eigentlich super schnell und es ist gar nicht so schwierig, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wenn ihr gerne Sushi essen tut, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Vor allem, wenn Kinder dann auch noch essen wollen und ihr wisst, wie teuer Sushi ist, ja. Und obwohl es ja auch die ganz normalen gibt, so mit ja, Avocado und Gurke, trotzdem ist das so teuer draußen. Und wenn man überlegt, so selber machen, viel, viel günstiger. Ja. Aber so, das ist unser Favorite. Wollen wir nächstes Mal vielleicht doch mal irgendwie noch mal was anderes machen, aber dann eher so vielleicht so was Hühnchenmäßiges oder so, ne? Weil sonst so roher Lachs ist nicht so unbedingt unseres. Also wir mögen eher so dieses Thunfisch. Oder eben so Avocado, Gurke. Ja. Prima. Und die kommt dann zur Seite und dann wird die nächste gerollt. Und so sehen die dann geschnitten aus. Mal gucken, wie viele Rollen wir diesmal kriegen. Wir haben jetzt wunderschöne 9 Sushi-Rollen. Wir hatten davor auch 9. Also insgesamt 18 Sushi-Rollen haben wir gemacht. Die erste Ladung mit den 9 haben wir schon aufgegessen. Mit den Kindern. Ist ja natürlich schnell weg bei so vielen Kindern. Also 18 Rollen ist so gerade mal so für uns eine akzeptable Portion. Aber das ist natürlich eher so, haben wir eher als Snack gemacht. Hauptmahlzeit ist heute hier einmal Fleisch. Ich koche ja so selten mit Fleisch, so 1-2 Mal die Woche, wenn es hochkommt. Und deswegen ja heute mal Fleisch mit Kichererbsen, also so ein Fleisch-Kichererbsen-Eintopf. Normalerweise würde ich dazu jetzt noch Reis machen, aber da wir schon so viel Sushi gegessen haben und das schon so Reis ist, lasse ich es. Dann machen wir heute nur noch Brot als Beigabe dazu. Aber das ist auch super lecker. So sah die Aufstellung immer im Laden aus. Jetzt habe ich es hinbekommen. Stimmt, hast du recht. Die ganze Zeit überlegt, wie war denn das nochmal? Ja, so Jetzt. machen sie das immer. Von den 18 Rollen habe ich 2 gemacht. Lecker. Ach, hier hast du jetzt Avocado und Thunfisch. Das schmeckt ja auch lecker. Was? Der Müll? Nein, siehst du nicht? Oh mein Gott, wie es hier aussieht vor der Tür. Ist ja kein... Eine Fußmatte. Eine Fußmatte. Wow, die ist ja wunderschön. Echt aus Plastik. Könntest mal den Müll hier wegräumen, würde mich mehr freuen als diese Matte. Ja. Danke. Erstmal, Was ist das? das ist für Blackie und Luna. So. Der musst du aufmachen. Und dann kriegt jeder ein Ding hier. Moment, das nicht. Hier. Hallo, ich habe noch nichts. Ich auch, hat noch keine Money. Hier. Ich hab noch nichts. Nicht Aber so Die Weihnachten. Weihnachten müssen wir teilen. Oh, ich bin neidisch. Ich habe nur eine olle Fußmatte gekriegt. Ich räume wieder, ne? Warum machst du alles auf? Aber ich mache das ja auch, weil es sind mehrere. Hier ist blau. Meine jetzt mit Das ist das ist nicht für euch Zentimeter. Ja, ich habe mal was aufgenommen, euer Zicke-Gestreite. So, ich wollte mal ein kleines Update zum Homeschooling machen. Ich habe eine neue Vlogging-Kamera. Ich habe es mir endlich gegönnt, weil ja, ich bin so ein bisschen pingelig, wenn es so um die Qualität der Videos geht. Ich bin schon so eine ehrgeizige Person und ich habe mich die ganze Zeit geärgert, weil ich hatte halt eine Kamera, aber die hatte ich mir damals zum Fotografieren gekauft. Also die ist nicht so geeignet zum Vloggen, also halt nicht handlich, und habe da bestimmt mal öfters mitbekommen, war oft verwackelig die Bilder, und mit dem iPhone filmt zwar gut, wenn man draußen ist, aber so hier drinnen, wenn man schlechte Lichtverhältnisse hat und so, war die Qualität schlecht, Ton und so. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt eine super süße kleine Vlogging-Kamera und mit der macht es jetzt auch total Spaß und ich bin motivierter auch zum Vloggen. Aber einmal Update zum Homeschooling. Es sind ja jetzt, ja, heute ist ja Freitag und es ist, ja, 4 Wochen Homeschooling jetzt um. Jetzt hier in Berlin ist ja jetzt eine Woche Winterferien. Das ist ja überall anders. Hier in Berlin ist jetzt eine Woche Winterferien. Das heißt, jetzt nächste Woche haben die Kinder kein Homeschooling. Und dann geht es eigentlich weiter. Ne? Aktueller Stand ist ja noch Lockdown bis 14. Februar. Genau, und ich wollte jetzt so ein kleines Update geben. Ich muss sagen, jetzt so nach der 3. Woche habe ich schon wirklich gemerkt, so wir sind richtig drin. Na, es hat natürlich gedauert, es ist für die Kinder eine totale Umstellung gewesen, jetzt auf einmal zu Hause zu arbeiten. Vor allem für meine Kinder, weil die auf einer Ganztagsschule sind. Das heißt, sie haben eigentlich keine Hausaufgaben, also nicht in der Grundstufe, keine Hausaufgaben und sowas mitgebracht. Also die kennen das nicht so, ne, zu Hause noch arbeiten zu müssen.
Aber jetzt finde ich, gerade so diese Woche war, finde ich, die beste. Alle waren sehr konzentriert. Vor allem, was bei dem letzten Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Homeschooling-Alltag von uns, könnt ihr gerne reinschauen. Da hatten wir noch keine Tablets. Dann haben wir genau nach dem Video, die Woche da drauf, hat dann die Schule für jedes Kind ein Tablet zur Verfügung gestellt. Das wurde ja vom Senat, hat es dann an die Schulen verteilt. Das hat natürlich sehr, sehr viel erleichtert, ne? Weil jedes Kind muss in eine Cloud rein, wo die ganzen Aufgaben drin sind. Die müssen ja so ihre Zoom-Meetings machen und so weiter. Deswegen hat das auf jeden Fall schon mal viel erleichtert. Und ich finde auch, die Kinder sind mittlerweile super organisiert und strukturiert. Sie wissen, welche Aufgaben sie zu erledigen haben. Also, dass die auch nicht mehr so viel, also meine Hilfe brauchen. Also das ist super und ich muss auch sagen, und auch da sehe ich wirklich den ganz, ganz großen Vorteilen, obwohl es auch natürlich anstrengend ist, sehe ich den ganz, ganz großen Vorteilen, dass jetzt eben die Kinder das lernen, dieses Zuhause zu arbeiten. Weil das hatte ich nämlich bei der Großen, die war ja auch vorher in der gleichen Grundstufe und auch in dieser Ganztagsschule und bei ihr war das nämlich so ein Problem. Sie ist dann rüber, ich weiß, hier in Berlin ist ja auch nochmal anders, ich weiß, überall ist es anders. Bei uns ist man ja in der Grundstufe bis 6. Klasse und 7. Klasse ist dann Oberschule. So ist es in Berlin, ist ja mal überall ein bisschen anders. Ja, und bei ihr hatten wir das gemerkt, wirklich, als sie dann in die 7. Klasse kam, war das eine total, ja, Veränderung, weil sie auf einmal viel, viel mehr leisten musste als noch in der Grundstufe. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass die Kinder das jetzt eben so, ja, drauf haben. Ja, deswegen hier ein kleines Update und dann noch, was mich die ganze Zeit wundere, ich bin, obwohl es sehr anstrengend ist, ne? Homeschooling und so, der Alltag ist gerade sehr, sehr anstrengend. Wochenende nutze ich dann immer schön, meine Hausarbeit zu machen, weil ich in der Woche schon viel mit den Kindern eben mache und immer wieder helfe und unterstütze. Aber ja, mir geht es irgendwie sehr, sehr gut. Gott sei Dank, Alhamdulillah, mir geht's super. Also ich weiß nicht, warum, so moralisch, geistig, psychisch, so bin ich total fit. Ihr wisst ja noch, so vor ein paar Monaten, da hatte ich auch so ein Video gepostet, dann ging es mir wirklich nicht so gut. Und es ist dann, ne, es kommt immer so alles auf, ne, zusammen, zum Beispiel so Vitamin D-Mangel, dann Winterzeit, diese Corona, alles so ist gerade so depressiv, ne, Lockdown, Homeschooling. Aber jetzt gerade, ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, ob es wirklich daran liegt, dass ich die Pille abgesetzt habe, dass gerade meine Hormone irgendwie total anders sind. Ich weiß es nicht. Ich vermute es stark, weil mir fällt nichts anderes ein. Falls ihr mein letztes Video nicht gesehen habt, da habe ich darüber gesprochen, ne, dass ich ja PCOS habe und auch nach 20 Jahren Einnahme die Pille abgesetzt habe. Also schaut da gerne vorbei, falls euch das Thema interessiert. Ja, und ich vermute das, weil ich habe das auch, meine ich, in ein paar Kommentaren gelesen, ja, dass andere auch die Erfahrung gemacht haben, dass es nach dem Absetzen der Pille denen viel, viel besser ging. Und ich habe jetzt auch so die Vermutung und ja, ich hoffe, das bleibt jetzt so. Genau, und ansonsten ist ja nicht viel los, ne? Ihr wisst ja, ne? Homeschooling, Kochen und so weiter. Jetzt ist, wie gesagt, eine Woche Ferien. Ich werde die Kinder jetzt nicht, ne, Homeschooling antun, ne? Ist ja, Ferien soll ja auch Ferien sein. Nur, was sind denn für Ferien? Können ja nichts machen, ne? Können nicht zu Oma nach Polen fahren zu Besuch. Man kann nicht irgendwas, ne, sagen, wir gehen jetzt mal ins Kino, man kann ja nichts machen. Von daher wird unser Alltag ja genauso aussehen. Ich werde natürlich ja die Kinder jetzt nicht so fordern, ne, dass die so viel machen müssen, aber auch das nutzen, dass sie eben jetzt jeder ihr Tablet hat und darauf eben wir haben auch Lernportale, die auch sehr spielerisch ist, was den Kindern ja auch total Spaß macht und das werden wir auf jeden Fall nutzen, dass sie das weitermachen. Dann sind die auch beschäftigt und haben auch was davon. Jedes Kind hat sich auch so ein bisschen Ziele gesetzt und vorgenommen, wo noch was verbessern muss und noch mehr lernen muss. Aber ja, ich habe ein gutes Gefühl und ich hoffe, dass wenigstens die Zeit ja die Kinder ein bisschen gefördert hat. Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie es euch so geht und euren Kindern oder ja, genau, wie ihr das Ganze so findet und wie eigentlich bei euch so jetzt das Homeschooling auch läuft und wie ihr darüber denkt. Gerne in die Kommentare. Wir sind gerade aufgewacht und haben gesehen, dass hier richtig viel Schnee liegt. Beziehungsweise ich bin aufgewacht. Die Kinder sind noch nicht alle wach. Wir haben das erste Mal jetzt richtig Schnee. Ende Januar.
Jetzt haben wir doch noch die Kinder eingepackt und schauen, ob wir einen Berg runterrutschen. Mal gucken, ob wir noch einen erwischen, wo noch Schnee drauf ist. Ich meine, es ist nicht so viel, ne? Wenn da jetzt schon so andere Kinder waren und so, dann ist natürlich schon der ganze Schnee weggeflutscht. Aber wir schauen mal. Anne, das ist aber auch Sportübung. Anne! Hier ist was. Anne, ich rutsche gar nicht. Ja, du musst auf eine Plätze stellen. Zum Beispiel hier.